Okay, heute machen wir etwas. Nach diesem Video kann niemand mehr behaupten, Webdesign könnte keine Kunst mehr sein. Hier verfließt wirklich Mathematik und Kunst und das wollen wir uns heute angucken. Wir wollen uns unseren eigenen Loader schreiben. Also das bedeutet eine kleine Animation, während etwas lädt. Und natürlich könnt ihr das bei euch im Code selbstverständlich mit einbringen und ja, wenn ihr wollt, natürlich auch dann verwenden. Ich persönlich mag das Ding ganz gerne. Ich finde es sehr, sehr schön und ich habe ein bisschen dran gebastelt, dass es so aussieht. Aber ich habe natürlich auch schon das Ganze ein bisschen vorgeschrieben. Und zwar sehen wir hier, das Stylesheet ist natürlich schon eingebunden. Und ich habe hier zwei Container gemacht, die aktuell nichts beinhalten, außer einem I mit einer Class Loader und einer Class L1. Das sind einfach die zwei Klassen, die ich hierfür verwenden möchte. Ihr könnt hier natürlich mehrere Loader embedden mit diesem L1, L2 und so weiter und so fort. Aber Loader soll generell für alle gelten und L1 ist eben unser spezieller Loader, damit wir das auch ausgelagert haben an Code. Das Skript, das ist leer, das enthält einfach gar nichts. Das werde ich wahrscheinlich noch irgendwann anders benutzen. Aber heute geht es um den Loader und den werden wir rein mit JavaScript, genau, nicht mit JavaScript schreiben, sondern mit CSS. Das heißt, JavaScript macht hier quasi gar nichts. Das macht das Ding auch so ein bisschen special, aber ist natürlich auch so ein kleines bisschen schwierig oftmals. Okay, also zunächst mal lasst uns HTML und Body von diesem furchtbaren Weiß hier einfach mal in ein Standard Schwarz begeben. Ich mag nämlich eigentlich ganz gerne so schwarzen Hintergrund, wie man hier auch sehen kann. Ich bin mittlerweile Team Dark Theme und ja, so sieht das definitiv besser aus. So, der nächste Schritt wäre, wir wollen unseren Loader embedden. Und dazu sehen wir hier, wir haben einmal den Container, wir haben Item, also das ist ein Div, und wir haben die zwei Klassen Loader und L1. Wir arbeiten uns jetzt mal von außen nach innen durch. Das heißt, der Container ist quasi das Äußerste. Das ist einfach nur Main Class und ja, direkt im Body eigentlich drin. Wir wollen natürlich, dass man das so ein kleines bisschen sieht, was hier eigentlich überhaupt Sache ist. Also aktuell sehe ich ja diese Container überhaupt nicht. Das heißt, wir machen hier mal ein Punkt-Container. Ups, Punkt-Container, Punkt-Container. Und hier soll was rein. Naja, zunächst mal soll der Container natürlich auch definieren, wie groß alles ist. Und er soll anzeigen, wie das Ganze angezeigt wird. Wir machen ein Grid-Layout hier, ein relativ Standard-Grid-Layout. Wir definieren uns hier außerdem noch, wie unser Grid-Layout aussehen soll. Das heißt, wir sagen hier Grid Template Columns, das ist genau richtig. Einmal Repeat von 5. Und jetzt müssen wir eigentlich schon überlegen, okay, wie groß soll denn das Ding eigentlich werden? Wie viele Blöcke möchte ich hier denn drin haben? Und das soll eigentlich abhängig sein von der Größe der Blöcke. Das heißt, ich setze mich jetzt tatsächlich meine erste Variable, und zwar Block-Size werde ich die nennen. Und setzt die auf, sagen wir mal, 100 Pixel. So groß sollen die Dinger erstmal werden, damit man auch was zu sehen hat. Ihr könnt die selbstverständlich so groß haben, wie ihr das haben wollt, und ihr könnt das immer anpassen. Wir lesen die Variable hier aus und haben hier die Block-Size, die wir hier verwenden wollen. So, als nächstes brauchen wir natürlich dasselbe eigentlich auch nochmal für die Zeilen. Das heißt, wir machen hier einmal Grid Template Rows. Und haben hier die Zeilen. Und dann gehen wir hierher und sagen, wie viel Platz wollen wir denn eigentlich zwischen den einzelnen Dingern haben. Grid Gap, wobei das deprecated ist tatsächlich. Und hier sagen wir jetzt einfach mal, wir wollen, ja, wie viel wollen wir denn? Sagen wir mal 10 Pixel. Gucken wir uns das nachher mal an. So, wenn ich das Ding jetzt hier aktualisiere, sehen wir immer noch rein gar nichts. Das heißt, ich gehe jetzt mal eins tiefer rein. Ich habe auch noch nicht gespeichert. Man sieht aber trotzdem nichts, keine Sorge. Also wir sehen hier nichts. Und deswegen gehe ich jetzt hier eins mal rein und wir sagen, Punkt Item ist das nächste, was verändert wird. Ihr erinnert euch, die Items sind quasi in den Containern drin. Wir haben nur einen Container und innen drin haben wir diese Items. So, und da soll jetzt tatsächlich auch ein bisschen was zu sehen sein. Das heißt, Background Color setzen wir, nee, nicht Background Color, machen wir einfach nur mal Background, setzen wir auf RGBA. Und ja, jetzt können wir uns überlegen, was wir da für einen Rot-Grün-Blau-Anteil haben wollen. In meinem Fall, ich persönlich bevorzuge hier was Einfaches. In unserem Fall wird das was Schlichtes sein. RGB 255. Und also das ist jetzt quasi weiß. Und jetzt überlegen wir uns, wie viel Durchsichtigkeit wollen wir. Und ich glaube, hier 50% Durchsichtigkeit zu haben, ist schon nicht so schlecht. So, und jetzt sollten wir allerdings hier was sehen. Tata, wir haben hier was wunderschön. Okay,
Jetzt sieht das nicht ganz so modern aus, natürlich. Wir haben hier eigentlich, wenn wir es uns mal angucken, selbst hier bei dem Markieren von irgendwas in Visual Studio Code, haben wir hier so leicht abgerundete Kanten an der Ecke von der Markierung. Also nur ganz, ganz leicht. Und das will ich hier auch haben. Das heißt, wir machen hier ein Border. Himmels Willen, habe ich fette Finger heute. Border minus Radius und den setzen wir mal auf 4 Pixel. Also nicht viel, wirklich nur sehr, sehr wenig. Aber es macht einen kleinen Unterschied, dass es ein bisschen moderner wirkt, oder? Also ich finde zumindest, dass es so wirkt. Okay, anschließend sagen wir hier, wir wollen unsere Items, Place Items, wir wollen die alle in der Mitte haben. Und zwar sagen wir hier Center. So, und damit haben wir eigentlich schon erstmal soweit alles fertig. Jetzt machen wir aber noch eine coole Sache. Und zwar, wenn wir über unseren Container hovern, Punkt Container, dann wollen wir unsere Doppelpunkt Hover, dann wollen wir unsere Items verändern. Punkt Item bekommt dann nämlich eine Opacity, also die Durchsichtigkeit auf 0,3 gesetzt. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so durchsichtig. Ja? Also wenn wir drüber hovern, okay. Ja, das funktioniert noch nicht so gut. Ich bin doof. Wie immer dasselbe. Opacity ist nicht die Durchsichtigkeit. Opacity ist, wie viel noch übrig ist. Ich bin so doof. Manchmal bin ich einfach blöd. Und sorry. Ja, was wir machen ist, wenn wir den Container hovern und wir hovern das Item, dann setzen wir doch einfach mal unsere Opacity auf 1. Auf komplett nicht Opacity. So, ja, jetzt ist besser. Das gefällt mir besser. Wäre sowieso schlecht gewesen, wenn wir hier drüber hovern und wir verändern beide Items auf einmal. So sehen wir dann tatsächlich das jeweilige Item. Okay, so, bevor wir jetzt irgendwas weitermachen, ist hier erstmal an der Sache, dass wir irgendwas sehen können. Und hier würde ich tatsächlich mal unterscheiden zwischen Loader und L1. Wie gesagt, Loader soll allgemeingültig sein. L1 ist unser konkreter Loader. Das heißt, wir fangen jetzt hier mal an mit L1, würde ich mal vorschlagen, damit wir auch einfach was zu sehen haben. Und zwar, wir können hier mit unserem Loader, beziehungsweise mit unserem, ja, das, was wir am Ende wirklich sehen wollen, das ist eigentlich nur eine Border. Und zwar, die soll bitte 1 Pixel groß sein. Sie soll dashed sein. Dashed. Und sie soll die Farbe, nehmen wir einfach mal RGBA, vielleicht nicht 0,5, sondern 0,3 haben, damit es nicht ganz so, wobei eigentlich nicht 0,5, 0,5 ist gut. Machen wir einfach mal 0,5. So, wir sehen hier auch übrigens immer, was für eine Farbe das dann am Ende wird. Das ist jetzt relativ hell, ich mag das eigentlich ganz gerne. So. Okay, und was wollen wir jetzt damit machen? Naja, schauen wir es uns mal ganz kurz an, wie das Ding aussieht. Aktuell haben wir das da, ja, da oben, ihr seht es ganz leicht, das ist so eine Dashed Line. Das ist nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen jetzt natürlich das ganze Ding ein bisschen verändern. Und dazu gehen wir in die Perspektive. Zunächst mal, wir machen das ganze Ding rund. Das bedeutet, wir machen einen ja, doch nicht da, ich Trottel. Wir machen einen Border-Radius von 50%. Dadurch wird das ganze Ding rund. Sieht man hier allerdings noch nicht wirklich, weil, naja, ist ja noch nicht wirklich rund oder so. Wir haben ja nichts, wo wir einen Border drumherum packen könnten. Anschließend sagen wir hier allerdings, wir drehen unsere komplette Sache hier und sagen, wir machen eine Perspective drauf. Perspective kennen wir in dem Sinne noch nicht, kann ich aber gerne mal noch ein eigenes Video dazu machen. Und hier setzen wir einfach mal auf 200 Pixel das Ganze. Wir gucken uns das nachher nochmal an, keine Sorge. So, was wir jetzt hier machen wollen, ist allerdings, wir wollen ja eine Transformation haben. Und dazu brauchen wir erstmal irgendwie Inhalte. Also wenn ich jetzt das nochmal lade, wir sehen hier immer noch nicht wirklich irgendwas. Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir nehmen hier uns mal den Punkt Loader und cheaten ein kleines bisschen. Und zwar sagen wir hier, der Loader soll bitte before und auch bei Punkt Loader, Doppelpunkt After, das hier passieren. Content soll erstmal leer sein. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Wir haben hier immer noch genau gar nichts zu sehen, was natürlich doof ist, aber wir haben jetzt immerhin zumindest offiziell Inhalt. Wir können hier die Position auf Absolute setzen. Okay, so, jetzt haben wir doch zunächst mal ein Grundgerüst, sage ich jetzt mal.
Nur aktuell sieht man halt leider noch rein gar nichts. Das ist ein bisschen unbefriedigend, aber das kommt. Die Frage ist jetzt also, wie kriegen wir Inhalt hier rein? Also wie kriegen wir es, dass uns diese Punkte hier nicht an der Seite versauern, sondern irgendwie halt da sind. Und das machen wir auch mit dem Punkt Loader hierbei. So, das heißt, wir erinnern uns, okay, hier soll irgendwas rein. Naja, was soll denn rein? Nun, zunächst mal irgendwelche Items. Das heißt, wir brauchen irgendein Display. Und hier wählen wir erstmal Display Block. Vielen Dank für den Vorschlag, liebe IDE. Und wir wollen eine relative Position haben zu den anderen Objekten. Position Relative. Warum, werden wir auch gleich noch sehen. Die Breite, die setzen wir eigentlich auf was Berechnetes. Und zwar, wir wollen ja die Block Size, werden wir gleich sehen, durch 2 teilen, damit wir da dann auch die Hälfte sozusagen belegen. Wir sehen gleich, wie das Ganze aussieht. Minus Block Size durch 2. So, und jetzt sehen wir hier, okay, immerhin irgendwas hat sich getan. Es hat sich gedreht. Das ist schon mal ein Anfang. Natürlich noch nicht das, was wir haben wollen. Aber wir haben jetzt hier einen Inhalt. Und zwar, wir haben Block und Relative Inhalt. So, jetzt bauen wir das Ganze noch als Grid Layout aus und sagen hier Display Grid. Und packen uns dann unsere Items immer in die Mitte. Place Items Center macht das für euch. Center. So, und zu guter Letzt können wir auch noch die Farbe setzen. Ich würde sagen, wir nehmen hier, wisst ihr was, wir bleiben mal bei, oh, Seashell sieht schön aus. Nehmen wir Seashell. Warum nicht? Okay, so. Und jetzt haben wir hier, okay, immer noch die Items da oben irgendwo an der Decke hängen. Jetzt müssen wir das Ganze noch irgendwie ein bisschen, noch immer das große Problem natürlich, dass hier oben dieses ganze Zeug hängt. Eigentlich ist das ja eine Kante, eine runde Kante, wenn man so möchte. Und wir wollen die eigentlich in die Mitte haben. So, was wir dazu machen, ist, wir tricksen ein bisschen und sagen hier einfach, ey du, Aspect Ratio, also das Verhältnis von Breite zu Höhe soll hier bitte 1:1 sein. Ja? Das kann man hier so einstellen und dann haben wir hier einen wunderschönen Kreis. Genau so, wie wir das gerne hätten. So. Und damit können wir arbeiten. Jetzt, was machen wir mit diesem Kreis? Nun, wir wollen den erstmal so ein kleines bisschen verändern. Das heißt, wir wollen noch ein bisschen mehr als nur diesen Kreis haben. Wir wollen auch noch innen drin und außen haben was haben. Wir wollen nicht einfach nur so ein langweiliges Ding. Okay, also was wir machen ist, wir cheaten wieder mal und sagen, wir wollen Punkt L1 Doppelpunkt Before haben. Was wollen wir denn vorne dran haben? Naja, wir wollen irgendwie so einen kleinen Punkt haben, einmal und noch einen bisschen größeren Kreis vielleicht außen dran. Oder noch einen kleineren Kreis innen drin. Okay, also was wir machen ist, wir nehmen uns hier einfach die Größe raus und sagen hier Width ist einfach mal, sagen wir mal 10 Pixel vielleicht. Das ist jetzt ein bisschen willkürlich, das stimmt vielleicht, aber das kann jeder für sich selber entscheiden, wie er das gerne hätte. So, unsere Aspect Ratio soll natürlich auch wieder 1:1 sein, das heißt selbe Breite wie Höhe und wir wollen den Background über die Current Color festlegen. Kurz zu Current Color, das ist ein, kann man das vielleicht nochmal kurz hier, genau, Current Color ist ein berechneter Wert, der quasi als Color Doppelpunkt Inherit bewertet wird und den wir hier einfach quasi übernehmen können. Also dadurch übernehmen wir die Farbe von jemand anders. So. Nächster Schritt wäre, die Border wieder mal zu setzen. Das heißt, Border Radius soll natürlich auch wieder 50% sein. Ansonsten haben wir keinen Kreis, sondern ein kleines Viereck. Kann man natürlich auch machen, wenn man das möchte. Und wir berechnen uns oben, also quasi oben und links, noch mit ein bisschen Abstand. Das wäre einmal Top. Und wir sagen hier einmal Calc von 50%, also quasi die Hälfte, minus, damit wir nicht genau in der Hälfte sind, minus der Variable, die wir nicht gesetzt haben. Ne? Dann sollten wir diese Variable vielleicht doch noch setzen. Also minus, inner minus Size. Und die setzen wir auf die 10 Pixel. Dann können wir hier unten ja auch noch gleich sagen, var ist var von minus inner
So, Inner Size. Okay. So, und hier werten wir jetzt das Ganze mal aus und sagen hier auch var von Inner Size, also quasi der innere Wert, aber der innere Wert soll bitte durch 2 geteilt werden. Und genau dasselbe machen wir quasi für hier vorne, für links. So, left. Okay, so was zur Hölle habe ich gerade gemacht? Naja, sieht so aus. Ich habe im Endeffekt einen kleinen Punkt hier reingezaubert, ja. Okay, 10 ist vielleicht ein bisschen groß, machen wir hier mal so 7 oder so rein. Ja, sieht besser aus. So einen kleinen Punkt in unseren Kreis hier rein. Okay, das ist der erste Teil. Wir wollen aber auch noch einen weiteren Kreis haben, damit wir quasi 3 Kreise haben, die man miteinander simulieren oder animieren kann. Und dazu bauen wir uns über das After sozusagen was, damit wir halt hier quasi 3 Flächen haben, wo wir überhaupt irgendwas bauen können und nicht irgendwie festgelegt sind. Und zwar sagen wir hier, dieses Mal kein Punkt, das haben wir ja hier schon, sondern wir brauchen noch einen Kreis und dazu sagen wir, okay, wir hätten ganz gerne die Breite genommen und nehmen die vielleicht auf 50% oder so. Wir müssen gleich mal nach den genauen Werten gucken. Aspect Ratio, wie vorhin auch, auf 1:1 gesetzt. Und selbstverständlich auch Border Radius und die Border selber müssen wir übernehmen. Die Border selber können wir eigentlich von hier oben übernehmen. Ist ja auch wieder Geschmackssache, was ihr haben wollt. In unserem Fall Dashed und ein Pixel RGBA passt eigentlich ganz gut. Wobei wir auch hier statt RGBA die Current Color übernehmen können. Current Color. So, sieht dann so aus. Das heißt, wir haben hier, ja gut, ist vielleicht ein bisschen eng. Machen wir ein bisschen breiter. Nicht die 50%, sondern die 70% vielleicht. Bisschen arg breit. 60%. Ups, habe ich irgendwas falsch gemacht? Oh ja, 60% meine ich natürlich. So, das sieht doch schön aus. Also so haben wir quasi jetzt 3 Kreise hier reingepackt. Der äußerste ist der Originalkreis, das ist quasi auf dem Content basierend, der innere und dann der kleine Punkt hierbei. Und wir können natürlich hier auch noch hergehen und das zum Beispiel, also wer Dash zum Beispiel nicht mag, ich mag es eigentlich gar nicht so sehr. Sagen wir hier einfach mal Solid dazu, dann haben wir das hier in Solid und das andere haben wir in Dashed. Wunderschön. So, jetzt haben wir hier einige Kreise. Wow, herzlichen Glückwunsch. Sie haben gerade 15 Minuten gebraucht, um einige Kreise zu machen. Ja, was wir jetzt damit machen wollen, ist natürlich, wir wollen diese Kreise irgendwie animieren. Und dazu legen wir uns diese Kreise jetzt erstmal. Wobei, nee, das machen wir am Ende. Wisst ihr was, das machen wir am Ende. Wir gehen jetzt erstmal her und schreiben uns die Animation. Was für eine Animation soll denn passieren? Nun, ich würde vorschlagen, hier, wo machen wir das rein? In L1 normalerweise. Unsere, beziehungsweise eigentlich sogar in L1 After, wenn man es genau nennt, Punkt, oder in L1 After und Before sogar. Also sagen wir starten mit Before und machen natürlich auch Punkt L1 After dazu. Und die beiden werden wir jetzt animieren. So, wie werden wir sie animieren? Naja, wir bauen uns eine Animation. So, der Name. Name haben wir noch keinen. Wie machen wir das? Naja, wir schreiben uns einfach unsere Loader-Animation. Sagen wir einfach Loader Anim dazu. Loader Animation. Dann brauchen wir die Dauer. Die würde ich jetzt vielleicht mal erstmal auf 1 Sekunde festlegen. Es kommt noch die Timing Function. Die Timing Function, das ist zum Beispiel eine Cubic Bézier-Kurve. Das ist so ziemlich der Standard, den man hier haben kann. Und ich würde euch eigentlich immer empfehlen, irgendwelche Standardwerte zu verwenden. Die sind meistens besonders schön. Ich nehme jetzt hier mal die 0,39, aber das bleibt jedem selber überlassen. Werden wir nachher mal sehen, wie das Ganze dann aussieht. Und können wir natürlich auch einpassen. Okay, der Delay. Wie groß soll Delay sein? Naja, gar nicht vorhanden, das heißt einfach mal raus. Iteration Count brauchen wir auch nicht, Direction brauchen wir auch nicht und Film Mode brauchen wir auch nicht. Was wir brauchen, ist eine Dauer, also Duration in Anführungsstrichen. Wir müssen einfach nur eingeben, ey yo, das Ding soll unendlich lange laufen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Animation ist das? Und das definieren wir in Loader Anim. Loader Anim ist eine Keyframes-Animation im Normalfall, die wir hier unten drunter schreiben. Das heißt Add Keyframes. Und dann der Identifier, das ist eben unser Loader-Anim. Und hier kommen unsere Keyframes rein. So, jetzt, was ist unsere Animation? Nun, wir sagen einfach mal, wir wollen bei 0% der Animation und bei 100% der Animation irgendwas erreichen.
Und was wir damit erreichen wollen, ist im Endeffekt hier drin definiert. Das heißt, wenn wir bei Anfang oder bei Ende sind, dann soll bitte irgendwas passieren. Und zwar zum Beispiel sowas wie eine Transformation. Transformation wäre zum Beispiel, wir verschieben auf einer Achse oder wir rotieren auf einer Achse oder wir machen irgendwas mit der Perspektive. Wir machen es uns jetzt hier tatsächlich sehr, sehr einfach, weil ich keinen Bock habe, euch die Mathe hinten dran zu erklären, weil das wirklich ein einzelnes Gebiet ist. Das geht schon wirklich ins Gaming fast schon rein, also in die Spieleentwicklung. Wir nehmen jetzt einfach mal hier Translate Z. Das wäre quasi nach oben oder nach unten schieben. Ja? Das ist jetzt nicht wirklich komplex, sieht aber am Ende ziemlich geil aus. Und wie gesagt, ich habe auch schon ein bisschen rumprobiert hier. Und zwar machen wir was. Wir definieren uns, dass das Ganze irgendwie 20 Pixel lang gehen soll. Oder sagen wir hier einfach mal, damit wir es gut sehen können, 50 Pixel. Und wir verschieben das Ganze mal -1. -1. So, wir verschieben das auf einer Animationsachse. So, und jetzt sagen wir noch hier, das Ganze soll auch noch bitte ein bisschen skaliert werden. Das heißt, wir machen es größer und wir machen es kleiner. Sagen wir hier einfach mal 0,5 dazu. Dann wird es auf die Hälfte gestutzt. So, und das zweite ist, wir können natürlich hier so viele Keyframes einbauen, wie wir wollen. In unserem Fall machen wir hier noch eins bei 55%. Das sah irgendwie besonders cool aus. Ich weiß auch nicht wieso, mir hat es gefallen. Und das wäre zum Beispiel eine Transformation. Im Endeffekt genau dasselbe, was wir hier drin stehen haben. Transformation. Allerdings Skalierung wieder auf 1, also auf voll. Und hier mal nicht mehr auf -1, sondern eben auf 1. So, das heißt, wir skalieren das quasi wieder zurück. Wir verschieben das in zwei Richtungen, nämlich einmal in Richtung der Z-Achse und in Anti-Richtung der Z-Achse. Okay, jetzt, wie sieht das Ding denn aus? Naja, aktuell so. Sieht cool aus. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie ein Herzschlag. Achtet bitte darauf, dass auch der kleine Button oder der kleine Kreis hier drin animiert ist. Und ich finde das ziemlich cool, muss ich sagen. Mir hat das sehr gefallen. Aber es ist natürlich noch nicht fertig. Ist klar, ne? Weil, ja, also ich meine, es sieht zwar cool aus, aber es ist halt einfach nur eine 2D-Animation. Man sieht, dass es zweidimensional ist. Deswegen machen wir hier Folgendes. Wir animieren nicht auf der, nicht einfach nur die Z-Achse, sondern wir transformieren vorher unsere Objekte. Und zwar in Punkt L1. Wir transformieren den kompletten Kram hier und sagen hier Transform. Und jetzt rotieren wir das ganze Ding tatsächlich. Das heißt, wir rotieren auf der X-Achse also die X-Achse ist, wenn das euer Koordinatensystem ist, also hier nach oben, das sind die Zeilen hier, das ist quasi eure Y-Achse, nach rechts ist eure X-Achse und nach hinten, so schräg nach hinten, das dreidimensionale, das ist eure Z-Achse. Die Z-Achse lassen wir in Ruhe, die machen wir gar nichts mit. Wir verschieben jetzt aber einfach unsere X-Achse so ein bisschen nach hinten. Und zwar um 45 Grad, 45 Deck. Und wir rotieren aber auch die Y-Achse um 25 Deck. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Jetzt sehen wir hier, boom, das sieht doch cool aus hier. Also das sieht schon mal definitiv stylischer aus. Was wir jetzt allerdings machen ist, wenn wir das so haben, dann hat sich die Achse mitgedreht. Ja? Das heißt, wir haben hier quasi unsere Achsen immer noch verschoben und dadurch pulsiert das ganze Ding so. Das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich, dass das Ganze so bleibt, wie es mal war und dass es danach irgendwie cooler aussieht. Das heißt, Transform sagen wir -Style dazu und sagen hier einmal Preserve 3D. Das heißt, es wird kein Flattening gemacht, sondern alle dreidimensionalen Eigenschaften bleiben so, wie sie waren. Und jetzt wird's cool. Jetzt macht das Ding das hier. Und das ist auch das, was ich eigentlich ursprünglich haben wollte, dass es sich so hin und her bewegt. Jetzt stimmt natürlich immer noch nicht alles, aber es sieht schon irgendwie stylisch aus. Aber irgendwie, was mich stört, ist, die beiden bewegen sich zusammen. Und dieses Zusammenbewegen, das führt dazu, dass das Ganze echt undynamisch aussieht. Deswegen, ja, was wir machen können hier, ist, wir delayen das Ganze einfach so ein bisschen. Das heißt, wo machen wir das? Bei entweder Before oder bei After muss ein Delay rein. Wir machen das jetzt mal bei After. Und zwar sagen wir hier Animation minus Delay setzen wir auf
Ja, wie lange geht denn eigentlich unsere Animation? Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr auswendig. 1 Sekunde geht unsere Animation. Dann machen wir doch hier mal 0,3 Sekunden Verzögerung rein, zum Beispiel. So, und dann sehen wir hier, boom, die bewegen sich so ein bisschen asynchron voneinander. Was mich jetzt vielleicht noch ein bisschen stört, ist, dass es so weit ist. Das heißt, ich würde die Animation vielleicht ein bisschen kleiner machen. Keine 50 Pixel. Wie gesagt, ich wollte ja, dass ihr was Gutes seht. Machen wir hier mal 33 Pixel drauf. Ich glaube, also diese Dritteldinger sind ganz geil. So, ja, jetzt ist es nicht mehr ganz so brutal. Und jetzt sieht man auch, okay, die beiden bewegen sich wirklich so ein bisschen unabhängig. Es sieht unabhängig voneinander aus. Sie sind eigentlich an sich unabhängig voneinander. Sieht zumindest für uns so aus. Und auch gerade diese kubischen Bézier-Kurven, das smooth das Ganze so ein kleines bisschen aus. So, wir sind noch nicht ganz durch. Das Item ist immer noch so ein bisschen nervig weit an der Seite. Deswegen würde ich hier mal ganz kurz noch bei den Items ein Grid-Layout einführen. Und zwar Display Grid. Und damit haben wir zumindest mal die Mitte ungefähr erreicht. So, und jetzt haben wir eigentlich eine Animation, eine Ladeanimation, die ziemlich nice aussieht, also zumindest von den Grunddingern her und sich auch schön bewegt, finde ich. Also, klar, kann man natürlich jetzt verändern, wie man möchte. Wir könnten hier auch zum Beispiel hergehen und wo sind wir? Wo ist denn unsere Animation? Hier ist unsere Animation. Vielleicht machen wir das auch noch ganz kurz, damit man ein bisschen mehr sieht tatsächlich. Und zwar, probieren wir es doch einfach mal kurz aus. Wir machen hier mal 0 und 55% und hier machen wir, oder sagen wir doch einfach mal 50%. Warum eigentlich so eine krumme Zahl? 50% sieht genauso cool aus. Und hier sagen wir 25% und 75% dazu. So, und dann haben wir das hier. Okay, das ist vielleicht zu viel. Ja, ihr seht, das ist so ein kleines bisschen Feinfühligkeit auch dabei. Das gefällt mir nicht mehr so sehr. Ja, weil ich natürlich auch hier 50% statt 66 genommen habe. Hier müsste ich 33 nehmen, hier eigentlich 100. Dann ist es ein bisschen besser, glaube ich. Aber, ja, nee, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, mit ein bisschen rumprobieren habe ich gerade gemerkt, dass ich hier einen Schreibfehler drin hatte, weil ich doof bin. Und zwar, wenn man hier natürlich die Klammer falsch zumacht, dann passiert natürlich nicht das, was ich möchte. Aber so könnte man natürlich auch jetzt hergehen und zum Beispiel noch außerhalb, also quasi in die andere Richtung gehen. Ich habe das jetzt das Ganze hier mit 66% gemacht, aber ich würde wieder zurück zu den 50% gehen oder 55 fand ich eigentlich tatsächlich schöner und würde hier mal die Klammer ein bisschen verschieben. Hier brauchen wir eigentlich auch keinen Kalk in dem Sinne, weil wir einen festen Wert haben. Und dann aktualisieren wir das Ganze mal. Und jetzt sehen wir hier, boom, jetzt geht's auch nach unten durch. Das war eigentlich das, was ich haben wollte. Weil, ja, es sieht einfach cool aus, wenn es auch nach unten durch kann. So, und jetzt haben wir eine Ladeanimation, die eigentlich ziemlich cool aussieht. Es sieht aus wie so ein dreidimensionales Ding. Wir könnten natürlich auch noch den Rahmen in der Mitte irgendwie animieren, wenn ihr das wollt. Aber ich glaube, das wird zu wild. Geht natürlich super einfach, indem man hier einfach bei den Animation auch noch L1, vorne dran packt, Punkt L1 meine ich natürlich, und dann habt ihr direkt die Animation noch dabei, ja, und dann habt ihr das hier, wuhu, sieht auch cool aus, kann man auch machen, sieht aus wie sowas Pulsierendes, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das ist jetzt ohne dreidimensionale Verformung tatsächlich, es gefällt mir sogar. Interessant. Also, jetzt haben wir quasi 2 Loader aus Versehen geschrieben. Das wäre der eine Loader, den finde ich eigentlich ganz cool, den wir gerade aus Versehen per Zufall generiert haben. Und der andere war eben der ohne L1 hier vorne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, erweitert das Ganze gerne und so weiter und so fort. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Schickt mir, wenn ihr wollt, auch gerne eure Loader, falls ihr die mal in einem Video sehen wollt oder sowas. Oder falls ihr irgendwie Anregungen oder sowas haben wollt. Genau, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.